Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit mir und der lieben Sabine Sangita. Ja, Biene, Hallo Benny. da sitzen wir wieder und haben uns gerade entschieden, das Thema Avalon anzugehen Mhm. als Zeitepoche, so wie wir über Atlantis gesprochen haben und auch schon zum Teil über die Jesus-Inkarnation. Also Avalon ist ein sehr vielfältiges und auch ein sehr schönes Thema, weil es eine sehr durchdringende und auch sehr wichtige Zeitepoche war. Und eine sehr, sehr lange Zeitepoche. Und was für mich jetzt auch schön ist, man kann auch viel Schönes erzählen über Avalon. Das klingt gut, ja. Du hast ja die letzten Jahre uns schon sehr viel erzählt über Avalon, wie krass und interessant das und wie vielfältig das auch war, diese Zeit, ne? Ja. Auch hier ist es wahrscheinlich wieder so, wie du ja oft gesagt hast, dass es nicht nur eine Zeitepoche Avalon gab, sondern verschiedene Zeitzyklen in der Zeitepoche Avalon. Sehr, sehr viele Zeitzyklen und tatsächlich natürlich auch jetzt schwer zu verstehen, es waren 2 Zeitepochen. Also es hat 2 Zeitepochen gebraucht mit vielen, vielen Zeitzyklen, um Avalon als abzuschließen, Okay. weil die Erfahrungen so ausdehnend und vielfältig waren. Das hätte man in einer Zeitepoche mit diesen Zeitzyklen nicht geschafft, weil es auch bei einer Zeitepoche so gewisse Zeitfenster gibt, wo vorgegeben wird, bis da und dahin muss die Entwicklung stattfinden, dann wird das Zeitfenster geschlossen und bei Avalon war es so, dass sich das Zeitfenster nochmal geöffnet hat. Also ich nenne es jetzt zweite Zeitepoche. Ja, ob das jetzt tatsächlich genau so stimmt, aber ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, außer dass sich das Zeitfenster nochmal geöffnet hat mit einer höheren Lernerfahrung. Weil die erste Zeitepoche nicht ausgereicht hat, um die Aufgabe zu erfüllen, die zu erfüllen war? Naja, ganz so ist es nicht. Eher ein bisschen das Gegenteil. Also es wurde so viel erreicht in Avalon, dass die Erfahrung sich noch mehr ausdehnen konnte. Also man konnte über das drüber gehen, was eigentlich bestimmt war. Und weil das für uns Menschen und auch für das Planetenbewusstsein dann so tragend ist, hat sich das Zeitfenster nochmal geöffnet und man durfte praktisch nochmal durch viele Zeitzyklen in ein höheres Bewusstsein und in eine tiefere Erfahrung gehen. Also eine Bonusrunde. Könnte man so sagen, ja. Und Avalon war auch tatsächlich natürlich wie alle Zeitepochen, auch jetzt im goldenen Zeitalter, herausfordernd. Es ist jede Zeitepoche, aber eine auch zauberhafte Zeitepoche. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es sehr viel mit Zauber auch verbunden war. Und was in Avalon das so lebendig und auch so erfahrungsreich gemacht hat, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Atlantis oder Lemurien, war, dass es erstmalig in dieser Zeitepoche die Spiritualität und die Emotionen wieder zusammengefunden haben. Also die Menschen haben praktisch in dieser Zeitepoche gelernt, was wir jetzt auch leben. Wo du sagst, die erstmal wieder zusammengefunden haben, aber du sagst es ja auch mal, dass diese Emotionen vorher gar nicht da waren. Die hat man ja eigentlich erst dort entwickelt, oder? Die hat man entwickelt. Also zwischen Atlantis und Avalon gab es ja viele Zeitepochen, Okay. Die sind halt nur nicht so bekannt, wo du diese Erfahrung machst und lebst und dich mit dem verbindest, immer mit diesem Bewusstsein, was gerade in dieser Zeitepoche auch geschieht. Also was halt die Lernaufgabe ist. Und von Atlantis bis Avalon war die Aufgabe, unsere Emotionen zu entwickeln. Also immer mehr und tiefer in diese Emotion, möchte ich es noch gar nicht mal nennen, in das tiefe Gefühl reinzugehen. Und dann bei der Zeitepoche Avalon, wo die begonnen hat, also wo sich das Zeitfenster geöffnet hat, also wenn man es so nennen mag, war die Aufgabe, Spiritualität und tiefes Gefühl wieder miteinander zu verbinden. Also das nicht, das so ein bisschen war ja die ganze Zeit, dass es etwas getrennt voneinander war. In Atlantis hatte man noch keine solchen Emotionen, da konnte man das nicht so wirklich verbinden. Also es gab in Atlantis schon auch Emotionen, aber halt andere. Also ich weiß nicht, wie man das benennt. Nicht niedere Emotionen, oder? Was meinst du jetzt Ja, nicht? nicht niedere, Animalischere? ja,
zum Beispiel, also nicht so ausgerichtet auf Vergebung oder Vertrauen hat es nicht groß gebraucht, weil also die Atlanter waren hoch spirituell, die waren spirituell erwacht und wirklich mit allen tragenden Fähigkeiten, die man sich vorstellen kann. Also sich in einem Körper zu erneuern, dazu gehört schon wirklich viel. Das, ich glaube, da kann man sich schon irgendwie ein bisschen vorstellen. Und was die halt nicht gebraucht haben, ist das Vertrauen, die menschliche Liebe, so wirklich, also so diese tiefen Emotionen halt, die uns heute auch viel ausmachen, ja, als Menschen. Das, was wir heute eigentlich als menschlich bezeichnen, ne, im positiven Sinne. Im positiven Sinne, genau. Und in den nachfolgenden Zeitepochen wurde halt immer mehr dieses Chakrasystem entwickelt, mehr Energie reingegeben, also um das eben diese Gefühle und Emotionen, dass man sich dort erfahren konnte. Und in Avalon war es dann eben so weit, dass man auch diese Spiritualität wieder mit eingefügt hat, weil die ja in Nyrus zum größten Teil abgegeben wurde. Also hatte man in Avalon 2 Aufgaben. Das eine war, die Spiritualität wieder für sich zu entdecken und zu nutzen, in einer Form nach Nyrus des großen Vergessens eigentlich, und die entwickelten Gefühle und Emotionen mit der Spiritualität zu verbinden. Und das macht es natürlich sehr lebendig, sehr vielfältig und sehr, ja, zauberhaft auch. Das heißt eigentlich dann so zwischen Nyros, also Atlantis, Nyros und zwischen Nyros und Avalon, könnte man eigentlich sagen, es war eigentlich eine dunkle Zeit, oder? Vergessen von der Spiritualität? Na, nicht ganz vergessen. Also das ist natürlich mit menschlichen Worten auch ein bisschen schwer zu erklären. Aber wenn man vielleicht das Beispiel nimmt, dann können es die Menschen besser nachvollziehen. Wir haben ja auch schon über die heutige Zeit und das goldene Zeitalter geredet. Oder über die Spiritualität an sich. Und dass jeder Mensch auf irgendeine Art spirituell ist, ob er es jetzt weiß oder nicht. Also, und in diesen Epochen, wo man sich erfahren hat, war das nicht so, dass man sich spirituell gar nicht mehr bewusst war. Aber es war halt wie so ein Schleier. Also man hat halt wirklich in diesen Schleier rumsuchen müssen, um für sich das zu entdecken, was ist eigentlich noch in mir mit Fähigkeiten, was bedeutet Spiritualität. Weil das Nyrus wurde vergessen. Also diese Zeitepoche, da wurde einfach ein Schleier drüber gelegt. Ja. Also eigentlich ähnlich wie heute dieser Schleier, den ja auch viele Menschen wahrnehmen. Genau. Ne? Genau. Jetzt habe ich mal eine andere Frage, und zwar, das hast du eigentlich noch nie so richtig betitelt. Und ich weiß auch nicht, ob du das wirklich kannst, weil du ja alle die Dinge auch oft energetisch betrachtest, und weiß ich jetzt nicht, aber kann man die Zeitepoche Avalon menschlich zeitlich festhalten? Also man könnte das wahrscheinlich, da müsste ich mich näher damit beschäftigen. Aber sagen wir zum Beispiel mal das Stonehenge, kennt ja jeder. Das ist ja vor 4500 Jahren um und bei entstanden. Das war schon Avalon, oder? Das ist älter. Also das ist älter. Also Avalon ist älter. Aha, Avalon ist älter. Ja, Avalon ist älter. Aber du weißt jetzt nicht, welche archäologischen Zusammenhänge wir in der heutigen Zeit haben, die Avalon eigentlich schon... Das kann man nicht benennen, weil Zeit im Universum nicht angegeben wird. Ne. Also ich weiß jetzt nur, dass, wie ich es halt sonst auch mache, ja, also auch in der Jetztzeit, dass die Sachen, die ich erfahre, versuche in der heutigen Zeit mit unserer linearen Zeit in Verbindung zu bringen oder für die Menschen mehr begreifbar zu machen, würde ich jetzt sagen, und das kann ich jetzt glaube ich schon zu 99,9% sagen, dass Avalon älter ist. Mhm. Also was man ja schon, jetzt bin ich einfach mal so ganz menschlich, ja, ich glaube, das interessiert vielleicht auch viele. Man hat ja Göbekli Tepe in der Türkei gefunden. Man sagt, das ist 12.000 Jahre alt. Das sind schon die ersten Steinkreise mit Tierzeichen drin und so, 12.000 Jahre alt in der Türkei. Könnte man eigentlich auch das schon Avalon nennen? Nein, das war andere Zeitepoche. Das war noch eine andere Zeitepoche. Das war andere Zeitepoche. Und also was die Menschen auch
was ich finde, was auch wichtig ist, dass ja wirklich nur ganz begrenzt Zeitepochen bekannt gegeben werden für die Allgemeinheit. Also und das ist halt einfach nur mal Lemurien, Atlantis, Avalon, goldenes Zeitalter. Aber es gibt so viele Zeitepochen, also ich kann es jetzt nicht mit einer Zahl und möchte auch nicht das mit einer Zahl benennen. Aber was interessant ist, wenn man sich die Zeitepoche oder sage jetzt mal die 3 Zeitepochen vor Avalon anschaut, dann wurde es immer mehr an Avalon angelehnt. Also es waren dann schon auch in den vorherigen Zeitepochen bestimmte energetische Wandlungen zu sehen, wo man sich erfahren hat mit Dingen, die dann in diesem großen Zeitfenster Avalon vollzogen wurden. Also viele Zeitepochen waren auch so Vorbereitungs- oder Erfahrungsepochen für eine ganz große Zeitepoche. Und eine der größten Zeitepochen, die wir haben, ist Avalon mit Lemurien. Also das sind jetzt die 2... Größten im Sinne von... Die längsten. Von der Also längste? Die längsten. Weil ich meine, Atlantis war ja schon mindestens 50.000 Jahre durch Todd. Ja, aber das wird anders gerechnet. Meinst du vielleicht energetisch am gehaltvollsten? Könnte man das eher sagen? Ja, siehst du, das ist es. Deswegen mag ich nicht so gerne über Zeit reden, gell? Weil man es mit menschlichen Worten so schlecht beschreiben kann. Atlantis war zeitlich komprimiert, war sehr viel in ein relativ kurzes Zeitfenster, auch wenn man jetzt 50.000 Jahre nimmt. Gell? Wenn man etwas komprimiert, dann steckt man da ganz viel rein und die Entwicklung war eine ganz andere. Also redest du sozusagen, dass die Illusion von Raum und Zeit, die wir Menschen unterlegen sind, Ja. das ist einfach dehnbares Konzept. Ja, also da tue ich mich sehr schwer. Ich sehe es auch unter einem anderen Gesichtspunkt. Also was vielleicht da auch mal wichtig ist, was viele mir fragen mich viele, oder sagen, ja, also wenn ich jetzt so diesen Draht hätte, ich würde so viel fragen und so viel fragen, das tue ich überhaupt nicht. Also, weil mit den ganzen Informationen, die mir gegeben werden, bin ich so beschäftigt, dass ich gar nicht auf die Idee komme, irgendwie noch zusätzlich, was jetzt gar nicht relevant ist. Also für mich macht es jetzt keinen Unterschied vom Vertrauen oder Wissen oder wie viel Information ich kriege für etwas, was ich nicht relevant empfinde. Also wie jetzt zum Beispiel, wie kann das sein, dass Todd 50.000 Jahre alt war, aber ich sage, Atlantis war ein kurzes Zeitfenster im Gegensatz zu Avalon. Oder warum hat in anderen Zeitepochen möglicherweise Todd weitergelebt, obwohl er eigentlich ins Universum gegangen ist und sich entschieden hat in Nyrus. Ich weiß das schon, warum. Weil du nachgefragt hast, wahrscheinlich? Genau, weil es im Kommentar gestanden ist, habe ich dann nochmal nachgefragt, aber ich wusste eigentlich auch so schon. Aber es gibt für mich nicht sehr viel, was ich eigentlich sagen will, es ist nicht so, wie viele Leute denken, dass ich diejenige bin, die da ständig nachfragt. Also ich kriege so viele Informationen, dass das sich einfach schon total ausfüllt und mehr als ausfüllt. Eben. Ja. Aber dafür bin ja ich da, als zweites Medium zwischen dir und vielen Menschen, um mal nachzufragen. Ja. Lass uns nochmal dann wieder auf die Zeitepoche Avalon zurückkommen. Was ist denn das Prägendste der Zeitepoche Avalon? Die Vergebung, menschliche Liebe, also von den Gefühlen her, menschliche Liebe, Vergebung, Freiheit. Das sind die 3 Attribute, in denen man sich am meisten erfahren hat in Avalon. Also das waren unsere Schulungen in dieser Zeit sozusagen. Das auf die menschliche, der menschlichen Ebene. Auf der menschlichen Ebene und auf der spirituellen Ebene war es die Fähigkeit. Also allgemein, wenn man es als oben drüber betitelt, die Fähigkeit. Und man hat dort noch ganz anders gewirkt mit seinen Fähigkeiten. Also man hatte sehr viel mehr Hilfsmittel zur Verfügung und mehr Verständnis für die Hilfsmittel als wie jetzt heute. Und
das wichtigste Hilfsmittel in Avalon für die Fähigkeiten war tatsächlich der Zauberstab, wie bei Harry Potter. Ja, das war jetzt so das Wichtigste. Ja, und jeder hat halt seine Fähigkeiten, natürlich dann auch, es gab, natürlich war die Zeitepoche auch wieder ganz anders als wie heute, das muss man schon auch wissen, gell, dass man nicht wieder projiziert und sagt, aber heute, also das muss doch, also in Avalon hat man sich anders erfahren, aber auf eine, also ich finde jetzt auf eine eigentlich sehr schöne Art auch. Was bedeutet das genau? Also schön, für mich jetzt persönlich, also das ist ja auch immer eine persönliche Wertungssache, die man dann so hat. Was ich sehr schön fand in Avalon, dass die Dinge, die man gelebt und gesagt hat, auch getan hat. Also ein Versprechen war ein Versprechen, ein Ja war ein Ja, ein Nein war ein Nein, ein loyales Dahinterstehen für irgendetwas hat man dann auch tatsächlich gelebt und man hat, oder der Mensch hat auch vieles dafür in Kauf genommen. Also da kommen wir noch dazu, was da einzeln alles war. Und gleichzeitig haben die Menschen aber auch trotz allem, obwohl es auch sehr strenge, also strenge im Sinne von, dass man eben Versprechen nicht gebrochen hat, dass ein Schwur oder ein Eid oder wie auch immer ein Gelöbnis sehr eng und bindend war, sehr viel Freiheit erfahren, weil das erstmalig verbunden war mit einer wirklichen Vergebung. Und das war eine ganz neue Erfahrung, was die Menschen gemacht haben. Und diese Vergebung hat sich wirklich sehr, sehr ausgedehnt und somit auch die Freiheit. Also ich fand das sehr, sehr schön und spirituell hat man sehr viel leichter die Fähigkeiten wiederentdeckt, die in einem sind. Woran lag das denn? Also einmal, weil man noch nicht so ganz voll war im Bewusstsein, wie das jetzt heute im goldenen Zeitalter ist. Also man hatte nicht so diese absoluten Wahlmöglichkeiten, die man heute hat. Also Avalon war sehr vorgeprägt auf diese Lernerfahrung. Ja, kann es nicht anders sagen. Das Bewusstsein war noch nicht so voll gedrückt mit so vielerlei anderen Dingen. Es gab kein Fernsehen. Weißt du, also ja, so ganz einfache Sachen. Ja. Aha, man musste sich auf das besinnen, was einfach da war in der Sehr viel Umgebung. Natur. Aber es gab natürlich auch die tatsächlichen Priester und Magier als Avatare, die Menschen auch aufgesucht haben. Es gab, klingt jetzt für viele Menschen vielleicht sehr unglaubwürdig, aber ich sage es jetzt trotzdem, es gab die Drachen und Einhörner, es gab die Naturgeister und dadurch war das halt diese Entwicklung, die spirituelle Entwicklung, eine sehr viel schnellere und einfachere, weil man nicht so sehr im Zweifel war und weil man einfach auch mehr Zeit hatte, wie du gerade gesagt hast. Also man hat sich besonnen auf das, was ist und was man erfahren möchte und hatte erstmalig auch so tatsächlich die Freiheit, so sich spirituell in seinen Fähigkeiten so zu entwickeln, dass man Kompromisse finden konnte im Sinne von, also ich verbinde das mit meiner Menschlichkeit. Das war ja in Atlantis eben nicht möglich. In Atlantis war, bist du fürs Licht oder bist du für die Schattenseite. Etwas dazwischen gab es in Atlantis nicht. Und in Avalon hat es dieses Dazwischen, in Anführungsstriche, so wie heute auch, schon gegeben. Also jetzt nicht so ausgeprägt wie heute, aber man konnte jetzt durchaus auch die menschliche Liebe leben und sich trotzdem spirituell erfahren und oder die Freiheit erleben und trotzdem einer Gruppe zugehörig sein. Nur wenn man dann sich entschieden hat, einen bestimmten Weg zu gehen, zum Beispiel als Magier oder als Priester sich ausbilden zu lassen, dann war das sehr oft mit ganz tiefen Gelöbnissen und Versprechungen verbunden und daran musste man sich auch halten. Wollte man diese Zyklen durchlaufen und das hat ja immer dann, also werde ich nachher noch näher drauf eingehen, abgeschlossen mit Krönungen.
ein menschliches Wort. Ja. Okay, Fähigkeiten, ein Thema sozusagen, das Spirituelle. Was für Fähigkeiten waren denn das? Also da muss man dann auch wieder wissen, was ist die eigentliche Lernaufgabe oder Erfahrung unseres gesamten Planeten. Davon wird ja alles abgeleitet. Also unser Planet ist verrückt in ein Feld, wo dieser Planet nicht hingehört. Dadurch hat sich die Dualität gebildet. Also das bedeutet, dass auch der Planet eine bestimmte Aufgabe trägt, um mitzuhelfen, dass sozusagen dieses Verrücken wieder sich einfügt in diese göttlichen Strukturen des magnetischen Gitterfeldes. So wie die geistige Welt es immer sagt. Genau, Ne? ja. Und die Aufgabe, also die Grundaufgabe des Planeten ist die energetische Ausdehnung und die Aufnahme von Licht und göttlichen Attributen. Das ist die Aufgabe des Planetenbewusstseins. Es gibt ja auch einen Hüter oder eine Hüterin des Planetaren, also von unserem Planeten. Und diese Hüterin nennt sich Lady Cheyenne. Und dieses Erdenbewusstsein, ist jetzt natürlich ein bisschen weg von Avalon, ist ein sehr liebevolles, eine sehr liebende Hüterin, aber auch eine etwas langsamere. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Planetenbewusstseinsformen, okay. Ja. Und Lady Cheyenne gehört eher zu den, also wenn ich es jetzt im Menschlichen ausdrücken würde, also ich meine es jetzt wirklich sehr liebevoll, ja, bisschen behäbig. Bei Menschen würde man sagen, lieber dreimal überlegen, bevor man einmal etwas macht und so. Aber ein sehr zuverlässiges und sehr liebendes Planetenbewusstsein oder Hüterin. Und das geht so weit, bis diese Planetenenergie, sozusagen das Bewusstsein, folgt auch einen Erwachungsstrom in seiner energetischen Ausdehnung. Und so wie sich das Planetenbewusstsein entwickelt, werden die Zeitepochen angeordnet. Also die Zeitepochen verbinden sich sozusagen mit dem Planetenbewusstsein. Und somit hat eigentlich jede Zeitepoche auf unterschiedliche Art und Weise zwar gelebt, aber immer dieselbe Aufgabe, nämlich Energie auszudehnen, Licht aufzunehmen, Gottes Attribute auszudehnen, Gottes Attribute einzubetten, Gottes Gedanke zu nähern. Das sind diese Grundaufgaben, die jede Zeitepoche in sich trägt. Außer, aber jetzt wird es natürlich dann kompliziert und das lassen wir dann auch gleich wieder, es gibt ganz eigene Erfahrungszyklen, wo das keine Rolle spielt. Aber so die großen Zeitepochen sind alle verknüpft und eng verbunden mit der Aufgabe des Planeten. Okay, jetzt kommen wir dann wieder zurück zu den Fähigkeiten. Ja, genau. Und die Fähigkeiten, also das habe ich ja schon genannt, ist sehr viel durch Unterstützung und Hilfsmittel wiedergefunden und entdeckt worden. Und was die Menschen in Avalon sehr gut konnten, war Energie zu bündeln, Energie zu verschicken, Energie auszudehnen und Energie aufzunehmen. Also vielleicht war es jetzt nicht die richtige Folge. Energie aufnehmen, Energie zu bündeln, Energie zu verschicken und Energien auszudehnen. Das konnten die Menschen sehr, sehr gut in Avalon. Und was bedeutet das dann tatsächlich in der Praxis? Kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel nennen? Also was da tatsächlich möglich war, was die Menschen sich jetzt mal vorstellen könnten, dass Materie sich verändert hat. Also wenn jemand wirklich richtig gut bündeln kann, also wenn jemand Energien so bündeln kann, dann kann er auch materialisieren. Also dann kann er jede Form von Energie sichtbar werden lassen. Und
Energien auch verschieben. Das ist auch ein wichtiger Teil. Und das war in Avalon schon auch sehr wichtig, bestimmte Energietore zu öffnen, um dort Zugang zu finden zu die Kristallbibliotheken, also zu den goldenen Wunder, um dort neue Energien in Form von Lichtströmen, es hat ja auch zu den Zeiten dann neue Energien gegeben, nicht nur im goldenen Zeitalter, wo man sagt, jetzt kommt die neue Energie, das hat es in Avalon auch gegeben. Und was halt die geistige Welt dazu tun kann, tut sie ja, ohne einzugreifen. Und in Avalon waren es halt hauptsächlich die neue magische Energien, die gebracht worden sind, um mit Magie zu wirken, diese Dimensionstore zu finden und zu öffnen. Und das war ein sehr wichtiger Auftrag in Avalon. Wieso ging es darum, diese Tore zu finden und zu öffnen? Dann muss ich wieder zurück zu Atlantis, weil in Atlantis viele Dimensionstore geschlossen wurden. Da war es ja so, dass das göttliche Feld oder Gott oder wie man das auch nennen möchte, die göttliche Quelle, ja einatmen wollte. Und das, was ich da erzählt habe, so wie man das gern bezeichnet, also es stand Knopf auf Spitz, dass Gott einatmet, weil dieses Zeitfenster sich halt geschlossen hat. Und in Atlantis war das ja noch so, dass wenn die Energie nicht ausgedehnt ist bis zu diesem Punkt, dann atmet Gott ein. Das war einfach, das war halt so. Gell? Also diese Dimensionstore sind einfach zugegangen. Und dann haben sich ja diese Krieger niedergekniet mit verschiedenen anderen Menschen und haben gebetet. Und darum gebeten, dass Gott nicht einatmet. Das hat dann funktioniert. Aber Atlantis war damit auch beendet. Und die Dimensionstore waren verschlossen. Und in Avalon musste man diese Dimensionstore wieder öffnen, um wieder Zugang zu finden zu diesen goldenen Wundern. Das ist ganz wichtig. Und die Magie, das ist eine eigene Form von Energie, die sich abhebt, ähnlich wie das Prosonodolicht auch etwas ganz Eigenes ist die Magie auch etwas ganz Eigenes. Die Magie besitzt Kräfte, wenn man das richtig kann und bündelt, wo man tatsächlich, weiß nicht, wie man das nennt, energetische Verschiebungen vornehmen kann. Also, dass man eben Dimensionstore öffnen kann, dass man das energetische Feld nicht nur erweitert, sondern tatsächlich öffnet, dass etwas dazukommt. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Und das war die große Aufgabe in Avalon. Und dafür musste man sich halt ausbilden lassen. Also man konnte jetzt nicht einen Zauberstab nehmen und mit dem rumschwingen und sagen, Dimensionstor, öffne dich. Das ging nicht. Aber wenn du ausgebildet worden bist, dann hast du praktisch die Berechtigung gekriegt, dann warst du Avatar. Und dann hast du die Berechtigung gekriegt, diese Dimensionstore zu öffnen. Dann nehme ich jetzt mal meine Berechtigung und schließe dieses Tor dieses Podcasts. Weil das, was du da gerade ansprichst, ist sehr interessant und ich finde, das könnten wir eigentlich im nächsten Podcast dann aufgreifen. So machen wir das, Benni. Hat mich gefreut. Mich hat es auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Benni.